Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem letzten Kleiderhaul von der Türkei, vom İstinye Park. Und zwar ist es so, ich habe von mehreren Marken dort Kleidung gekauft und leider nicht so viele halt von jedem Laden, und aus diesem Grund dachte ich mir, dass ich euch einfach mal zeige, was ich im İstinye Park selber gekauft habe. Und zwar als erstes diese Bluse von ADL. Das ist die Marke, der Laden. Und die Farbe dieser Bluse ist so schön und so süß und ist so unschuldig. Und für die Arbeit habe ich mir diese sehr gut vorgestellt. Und hier kann man auch einen Knoten binden. Und die Größe bei dieser Marke, muss ich sagen, fällt leider oft zu klein aus. Aus diesem Grund habe ich mir bei dieser Bluse das Large geholt. Und es ist so, diese Marke ADL heißt eigentlich anders. Adil irgendetwas, das weiß ich, aber das werde ich euch noch aufschreiben. Und dieser Herr macht so schöne Kleidung für Frauen, Leute. Also ihr könnt Orange suchen oder ihr könnt Königsblau suchen oder Rot oder irgendeine Farbe. Ihr findet dieses in diesem Laden. Immer. Und ihr findet auch etwas, was ihr euch nie vorgestellt habt, dass es so etwas gibt. Und zwar habe ich mir darunter diese Bluse vorgestellt. Wie schön ist das, Leute? Das sieht so teuer aus, wie so Gucci oder Louis Vuitton oder irgendetwas. Und das ist so ein Rollkragen dann. Und so ein hellgrün, ich weiß gar nicht so, ein Grün mit so ein bisschen Braun durchmischt. Und die Knöpfe sind sehr schön und diese hat es zum Beispiel jetzt, ich muss schnell schauen, dieses ist jetzt zum Beispiel das Medium. Ich wollte das eigentlich auch in Large, hatte es aber nicht mehr. Und ich habe mir so lange überlegt, ob ich es nehmen soll. Und danach habe ich es genommen, weil ich wusste, ich werde es bereuen. Und das mit einem Blazer, Leute, kombinieren für die Arbeit oder für das Date, das wird so schön aussehen. Ich muss das mitnehmen und solche Farben gefallen mir, wo ich hier nicht finde. Genau, diese Bluse. Also das war auch von ADL. He? Genau, diese zwei Sachen von ADL. Und dann, wie bei der Unterwäsche, habe ich hier keine vergünstigten Pyjamas gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich werde sie in der Türkei kaufen. Und dann bin ich ins Penti gegangen. Der Laden heißt Penti. Und habe mir dieses Set geholt. Also das ist mal das Oberteil. Hier süß mit 3 Knöpfen, sehr basic, war runtergeschrieben. Die Ärmel sind so mit einem Gummizug hier, das mag ich, auch an den Beinen. Und genau, die Farbe ist auch sehr schön halt für zum Schlafen gehen. Genau. Und die Größe ist hier Medium. Genau. So sieht das Oberteil aus. Und dann das Unterteil, also 2 Sachen waren zusammen im Set eben. Und das Unterteil sieht so aus. Ich glaube, ihr könntet es sogar für das Yoga brauchen, wenn ihr Yoga macht. Hier hat es so eine Schrift. Relax, Balance. Balance. Genau. Dann die Hose sieht halt auch aus wie das Oberteil. Und unten, wie gesagt, hat es da diesen Gummizug, welchen ich sehr mag. Ich hasse es, wenn die Hose beim Schlafen rauf geht. Und genau, das ist so gummiert. Ich weiß nicht, ob ich das
gern haben werde, sorry. Und mal testen. Ich werde Bescheid geben, falls ich es benutzen werde oder nicht, genau. Immer diese Wörter fehlen mir und nachher kommen sie plötzlich doch in den Sinn. Genau. Und was ich noch mitteilen wollte ist, ich war auch im Bayman und das ist so ein Laden wie Globus oder wie heißt das bei den Deutschen nochmal? In Freiburg hat es so einen großen Laden, wo viele Luxusmarken drin sind. Der Name kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Gibt es auch, glaube ich, in Zürich neu. Und eben Bayman heißt dieser in der Türkei und im İstinye Park. Und dort war ich und habe auch ein bisschen rumgeschaut und so. Aber ich habe nicht so viel entdeckt, was mir gefallen hat. Aber ich brauchte auch Jeans. Und da ich eine kleine Person bin, ich bin 1,59 und hier in Europa finde ich sehr schwierig Hosen, wenn sie nicht petit sind, also auf petit gemessen. Und ich habe im Bayman Levi's Hosen gefunden und eine ganz liebe Beraterin ist zu mir gekommen, die auch Levi's Hosen anhatte. Und dann habe ich kenne mich halt mit den amerikanischen Größen bei den Hosen nicht aus. Und ich habe sie gebeten, mir zu helfen, da sie ja auch eine anhat und sie sich sicher mit dem besser auskennt als ich. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich beraten und ich habe gesagt, was ich eben brauche oder gerne möchte. Und sie hat mir ein paar Hosen rausgesucht. Und diese bin ich nachher auch probieren gegangen, also von oben, vom Po, vom Bauch an bis nach unten waren sie gut, aber bei den Beinen halt unten, wo es nachher zu den Füßen geht, ist es mir immer zu lang bei den Hosen, eben immer zu lang. Ich bin halt eine kleine Person. Und dann hat sie mir gesagt, okay, ich kann, wenn es dir oben passt, die Hose, du dich wohlfühlst und so, wir haben hier einen Schneider im Haus. Wir können dir diese Hosen wirklich personalisieren auf dich. Ich nehme die Maße ab und dann gebe ich es dem Schneider und der macht es dir heute noch fertig. Und wir waren irgendwie so um 8 Uhr dort und sie hat mir gesagt, ja, wenn du bis um 9:30 hier bist im İstinye Park, dann kannst du die Hosen abholen vom Schneider und die sind fertig, geschnitten für dich, perfekt, alles. Und ich so, wow, super, das ist perfekt, ich will nicht nochmal kommen oder ja, wisst ihr, was ich meine, extra nur für die Hosen. Und dann habe ich eben, ich glaube, ich muss schnell schauen, ich habe mir 4 Levi's Jeans schneiden lassen, für mich selber, wirklich auf meine Größe. Und die sehen so aus. Also einmal die klassische schwarze, ich muss schnell schauen, 721 High Rise Skinny, 29. Ich muss sagen, ich muss schnell schauen. Von der Länge her steht es einfach nicht, aber sie haben es wirklich für mich hier unten angepasst. Also der Schneider hat es mir hier unten angepasst, dass es nicht so schlimm faltet. Es sieht so nicht schön aus, wenn das hinten faltet, weil die Hose zu lang ist. Wisst ihr, was ich meine? Als kleine Person wisst ihr, was ich meine. Genau, das war mal diese hier, die schwarze. Dann habe ich mir so eine dunkelblaue geholt mit diesen schönen Nähten hier. Sehr klassisch. Hier seht ihr die Levi's oder. Und auch hier 721 High Rise Skinny. Ich mag nicht so die Mom Jeans oder die breiten Hosen unten. Eben den amerikanischen Style mag ich nicht. Ich mag wirklich die klassische Version. Und aus diesem Grund hat sie mir diese gebracht. Und auch hier wieder wurde genäht. Super. Dann
ich mir noch zwei hellere geholt, und zwar einmal diese Version hier. Ist auch 721, High Rise Skinny 29. Die Länge habe ich immer anpassen lassen bei allen. Genau. Und noch eine eher ganz hellere, wo meine Beraterin mir diese empfohlen hat. Die Farbe für den Sommer oder Frühling. Und das ist auch 721 High Rise Skinny 29 Größe. Genau. Und auch wieder genäht. Muss sie glätten und anziehen. Ich habe mich so gefreut, Leute, als ich gehört habe, oh mein Gott, sie können die Levi's Jeans auf mich anschneiden oder für mich personalisieren, und das finde ich so toll an der Türkei und auch eben, das ist einfach typisch Türkei. Wenn euch etwas nicht passt, ihr könnt es zum Schneider geben und der passt es sofort wirklich meistens am gleichen Tag noch an und gibt es euch, und ihr zahlt es einfach im Laden, die Dienstleistung, wo er gemacht hat oder sie, und dann habt ihr einfach wirklich perfekte Jeans für euch maßgeschneidert, wirklich. Und ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wo klein ist wie ich, und dann habt ihr endlich perfekte Jeansfrauen und ihr könnt sie in die Stiefel tun, ohne dass es euch stört, und wirklich perfekt. Also ja, wie gesagt, also ich habe vom İstinye Park viel gehört gehabt, war aber nicht dort. Und dieses Jahr bin ich gegangen und ich muss sagen, also wirklich super, und geht einfach, es hat auch ein Nusret drin. Wir waren jetzt nicht dort, es hatte eine richtige Schlange dort. Eben wie gesagt, es hat ein Restaurant, wo Dolce heißt, und dieser ist in der Nähe vom Cartier-Laden, und es hat auch ein Vacco, und ihr müsst dort gehen und dort essen. Das lohnt sich viel mehr als Nusret, wirklich. Also ihr möchtet nicht wissen, wie lange ihr nachher dort ansteht, nur für das Fleisch, und mit Corona jetzt sowieso, es war nicht so abstandmäßig gut, und ja. Aber besucht den İstinye Park und nehmt dort dann auch wirklich die Taxis mit dem roten Teppich, weil diese sind wirklich für den İstinye Park, und wir haben dort einen Taxi genommen und sind jetzt sogar mit dem Taxifahrer befreundet. Also wir können es wirklich nur weiterempfehlen, dieses Einkaufszentrum. Genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr eben mal dort vorbeigehen würdet und schauen würdet, wie es euch dort so gefällt. Und auch, ob ihr im Dolce eben gewesen seid. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!